Unser Chauffeur Roman brachte uns samt Tauchausrüstung in 12 Stunden von der Zentralschweiz über Chiasso, Mailand, Modena, Ancona und Bari bis nach Lecce, dem südlichsten Teil Italiens. Unser Ziel war das PADI 5-Sterne-Tauchzentrum GNU Diving in Leuca. Diese Basis wird sehr professionell geführt und auch ausländische Gäste sind sehr willkommen. Man spricht hier Italienisch, Französisch und Englisch. Die Sicherheit steht hier klar im Vordergrund. Unsere Tauchausrüstung wurde grundsätzlich von den Angestellten zum Tauchboot gebracht und verladen. Eine Dienstleistung, die vor allem der 69-jährige Tauchlehrer Beat sehr zu schätzen wusste. Das Tauchboot ist hervorragend ausgestattet und bis ins kleinste Detail durchdacht. Für den Fall der Fälle steht stets ausreichend Sauerstoff bereit, um in jeder Situation tief durchatmen zu können. Atemmasken liegen griffbereit, um im Notfall schnelle Hilfe zu gewährleisten, und ein gut bestückter Notfallkoffer sorgt dafür, dass jede Herausforderung souverän gemeistert wird. An Bord herrscht eine disziplinierte Ordnung, die das Vertrauen in die Sicherheit und Effizienz des Bootes auf den ersten Blick spürbar macht. Mit sicherer Hand und ruhigem Blick navigiert der erfahrene Kapitän das Boot zu den Tauchplätzen, die sich meist nur eine kurze, entspannte Fahrt von 10 bis 15 Minuten vom Hafen entfernt befinden. Jeder Handgriff sitzt und die Passagiere können sich darauf verlassen, dass sie sanft und ohne Hast an den faszinierendsten Orten ankommen, wo das Abenteuer unter der Oberfläche beginnt. Bei den ersten Tauchgängen kämpfte Mark, ein noch unerfahrener CMAS 1-Stern-Taucher, sichtlich mit der Herausforderung der perfekten Tarierung. Jeder Atemzug schien ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, während er geduldig versuchte, Kontrolle über seine Bewegungen unter Wasser zu gewinnen. Beat hingegen hatte mit seiner brandneuen Sidemount-Ausrüstung zu tun, die er fortlaufend anpasste und optimierte. Auch für ihn war es eine ständige Feinjustierung, um das volle Potenzial seiner Ausrüstung auszuschöpfen und sich harmonisch im Wasser zu bewegen. In den stillen Tiefen von rund 20 Metern unter der Wasseroberfläche setzt Mark behutsam zur Rettung eines bewusstlosen Tauchers an, der in diesem Szenario von Beat dargestellt wird. Noch etwas zu langsam steigt er hier mit dem Opfer in Richtung Wasseroberfläche auf. Es ist eine Übung, doch die Ernsthaftigkeit und Hingabe, mit der Mark handelt, zeigt sein wachsendes Vertrauen in seine Fähigkeiten als Taucher. Gut getarnt und beinahe unsichtbar für das ungeübte Auge gleitet eine Sepia, auch bekannt als gemeiner Tintenfisch oder Sepia officinalis, lautlos über den sandigen Meeresboden. Dieser faszinierende Bewohner der Familie der Sepidae beherrscht die Kunst der Tarnung wie kein anderes Tier. Innerhalb von Sekunden verschmilzt er wieder vollständig mit seiner Umgebung und wird eins mit dem Spiel von Licht und Schatten auf dem Meeresgrund. Im Verlauf der Woche gewinnt Mark spürbar an Sicherheit. Mit jedem Tauchgang gelingt ihm die Tarierung leichter und er bewegt sich zunehmend mühelos durch das Wasser. Mark fühlt sich jetzt sichtlich wohl, während er über die Gänge des gesunkenen Frachters schwebt, trotz der Herausforderung, dass ein direkter Aufstieg zur Wasseroberfläche hier nicht möglich ist. Seine Fortschritte sind unübersehbar.
und das wachsende Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten erlaubt es ihm auch, anspruchsvollere Tauchumgebungen in Angriff zu nehmen. Im Zuge seiner fortschreitenden Ausbildung navigiert Mark hier durch anspruchsvollere Umgebungen. Diese Situation erfordert nicht nur eine präzisere Kontrolle seiner Bewegungen, sondern auch ein geschärftes Bewusstsein für seine Umgebung, da das sonst aufsteigende Sediment die Sicht erschwert und das Navigieren beeinträchtigen kann. Tevfik Kaptan 1, ein türkisches Frachtschiff, sank am Morgen des 29. Juni 2007 vor der Küste von Torre Vado, nachdem die Ladung aufgrund hohen Wellengangs verrutschte. Glücklicherweise gab es keine Opfer und das Wrack liegt nun in 22 bis 24 Metern Tiefe auf felsigem Grund, ideal für Sporttaucher. Roman dokumentiert hier mit seiner Kamera, wie Mark in die engen Bereiche des Schiffswracks führt. Und Mark zeigt, dass er sich auch in diesen herausfordernden Umgebungen sicher und kontrolliert bewegen kann. Wir entdecken einen Bartfeuerborstenwurm, Hermodice carunculata, auch als Feuerwurm bekannt, der zur Klasse der Vielborster, Polychaeta, gehört. Es hat klare Vorteile, wenn Taucher sich daran halten, Lebewesen unter Wasser nicht zu berühren. Diese frei bewegliche Art ist für ihre giftigen Borsten bekannt, die bei Berührung abbrechen und ein Sekret freisetzen, das einen brennenden Schmerz verursachen kann, der mehrere Tage anhält. Als Höhepunkt des Tauchgangs durchtauchen wir die Kommandobrücke des Frachters, die 2017 bei einem Sturm zusammen mit dem Heckteil abgebrochen ist und nun in einer 45 Grad Schräglage auf dem Meeresgrund liegt. Die herausfordernde Umgebung verlangt von uns eine perfekte Tarierung und eine kontrollierte Vorwärtsbewegung, um sicher durch den engen, geneigten Raum zu navigieren. Bei höherem Wellengang hieft sich Beat mit seiner 32 Kilogramm schweren Ausrüstung aufs Boot, was besonders beeindruckend ist, da er erst 6 Monate zuvor eine große Rückenoperation hatte. Hallo. Hey, hey. Bei der Rettungsübung Bergen und Stabilisieren eines panischen Tauchers an der Oberfläche stellte Roman sicher, dass die Bedingungen so realistisch wie möglich waren und forderte Mark bis an seine Grenzen. Mark meisterte die Herausforderung jedoch souverän, brachte den Taucher sicher zum Schiff, half bei der Bergung, stabilisierte ihn in Seitenlage und versorgte ihn mit Sauerstoff. Die einwöchige intensive Tauchausbildung hat viel Spaß gemacht. Und dabei haben sich Roman als Dive Master und Mark als Open-Water-Taucher qualifiziert. Ein großer Erfolg für beide. Roman hat sich bereits entschieden, mit seiner Weiterbildung fortzufahren und Instruktor zu werden. Mark hat bewiesen, dass er das Zeug hat, um Advanced Open Water und später Rettungstaucher zu werden. Für uns beginnt das Abenteuer, wo die Oberfläche endet und wo jeder Atemzug Leben und Freiheit bedeutet.